Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu My Time at Sandrock. Wir sollen ins Rathaus gehen für ein Treffen. Das heißt, wir hätten sogar das Date, das kein Date ist, mit Unsure wahrnehmen können. Maybe. So, mehr Aluminiumschrott. Sehr gut. Nehme ich. Wasser lasse ich erstmal da. Fisch für Elsie. Und dann schnappen wir uns gleich mal Stumpfi. Nee, die liefern immer noch den gleichen Trash. Schade eigentlich. Okay, sprechen wir mit Elsie. Ich bin mir sicher, das wird fantastisch. Ich wüsste nicht, was da jemals schiefgehen sollte. Oh, die pennt sogar noch. Na gut. Oder ist zumindest drin, sagen wir es so. Was um 10 nach 8 morgens fair ist. Ist sie jetzt gerade rausgegangen? Come on. Thanks. All right, I reckon everything's just about ready. Gonna make that soup and find me some beasties. Viel Spaß dabei. Wenn irgendwas schief geht, komm nicht zu mir. Gut, dann Rathaus it is, I think. Oh, Jan sieht wieder normal aus. Ich bin gespannt. Hello all. Thank you for coming to this meeting. No doubt you were all wondering what Mr. Musas' decision will be. To invest or not to invest? That is the question. Well, without further ado, let's hear it from Mr. Musa himself. Thank you, Mayor Judy. Hi, as a business person, I tend to strike quickly to the heart of the matter. Please, do not mistake my directness for discourtesy. Nein, ich finde das ehrlich gesagt sehr erfrischend. I have reached a decision to finance the plan to build a tunnel directly through the Eufaula Range to and from Portia. Sandrock's been slowly dying since its oasis shrunk, and the northern high-speed railway was completed between Natara and Highwind. But its inherent advantages are still there. The ruins here and the riches they may hide are invaluable. Plus, being at the literal center of the free cities, well, I just refuse to believe that there's not something to be had here. It's no secret, the issues you've all faced around here. But now I've heard your stories. How you've built yourself back up, time and time again, from the brink of ruin. Minte ist auf jeden Fall wieder da, aber wer ist der Dude? Heck, I've even seen it for myself. Brave folk like Builder, putting their lives on the line for the good of the town. Listen, I think we all got off on the wrong foot. But with great conviction, I too am now proud to say, I believe in Sandrock. Yes. This is only the beginning. You're right, but this is a good start. And we got here thanks to everyone's efforts, especially yours, Builder. That's right. We still have a long way to go if we're to make Sandrock repeat its former glory. But I'm fully invested. Now that that's out of the way, let's talk planning. You all already met. The gentleman over here is Albert. He's an expert in negotiations and construction management. Supposedly you have a plan to present? Go ahead, please. You're too kind, Mr. Musa. Pleasure to make your acquaintance, everyone. I won't bore you with the details, but here's the summary. Our goal here is to construct the road from both city-states and meet up in the middle of the southern Eufaula. I'm in charge of the portion side of the project, and I'll liaison with my old friend Heidi on the Sandrock part. The project will be made up of 3 key parts. One is to dig a tunnel on the Sandrock side through the Eufaula Range. On the portion side, we also have to dig a tunnel through the Muskoke Range. Finally, we'll need to come up with some sort of durable pavement for the road for the hottest part of the desert. You know, to prevent it from crumbling. That about sums it up.
I believe Heidi already has a plan for the tunnel's construction here. Right. The overall tunnel design is already complete, but we still need to do a feasibility study on the terrain to see if we need to make any changes. Mint? Yes, I'm here for that. Since you just got here, why don't you get some rest today? You can start tomorrow. Once you have done your survey, we can have another meeting to hash out all the construction details. Builders, I would advise you to be on standby. Lots of things are coming your way. Yes, bitte. Ich bin so bereit wie nur möglich. That's what I'd like to hear. Oh, Mr. Musa, you really planned out everything already. That, my dear Trudy, is my secret to winning. Abgesehen davon, dass das Geheimnis meines Erfolges auch ist, dass ich nicht nur 90 Zentimeter groß bin. Cool. Bye. Ich find's cool, dass es vorangeht, aber ich find's ein bisschen lame, dass jetzt so morgens um 8 irgendwie die Ansage ist, jo, wir machen jetzt heute den ganzen Tag nichts, lass mal morgen weitermachen. Warum ist hier eigentlich schon wieder eine Main Quest neben der Main Quest? Irgendwas ist hier doch weird. Bei Heidi drin? Im Laden? Maybe. So, Heidi, let's talk logistics and communication. And mayhaps later there'll yet be time for rekindling old flames. We barely know each other. Huh? How's the Golden Genius? Gust? Gust is fine. Turned out he's super protective of his cute little sister and... Yes, let's talk logistics and communication. Cool, er hat nichts zu sagen. Okay. Also, wir fassen zusammen. Die Szene war einfach nur dazu da, uns Albert direkt unsympathisch zu machen. Okay. Gut. What do you mean exactly when you said that you refuse to believe there's not something to be had here? Well, I have a bit more plan than what I've made public. You all are here, smack dab in the middle of the continent. Let's say, if I were to ever build some sort of central hub for land transportation, it'd be right here where I'm standing. Ich habe übrigens mal eine Frage. Also, ja, das hat bei ihm mit Sicherheit auch Stylegründe, aber warum trägt er mitten in der Wüste einen Mantel? It makes sense logistically, for trade and, if it ever came to it, war as well. The Alliance of Free Cities has limited population, but makes up a lot of territory. That's a weakness. If push ever comes to shove, we need to be able to move supplies around as quickly as possible. Every second lost could mean the difference between victory and defeat in another potential war against Duvos. And when I saw how you all handled yourselves, well, that just sealed the deal for me. The truest test of character is seeing people when things are at their worst. Very sound, very insightful, Mr. Musa. It means a lot to have your support, especially with it being so well thought out. If I may ask, where did you learn to think like this? It's all so macro. School of Hard Knocks, Miss Heidi. Huh? I'm sure your mayor went to that school as well. Uh-huh. Ach ja. Okay. Ja, wir können direkt wieder absteigen. Jan hat Main Quest Gedöns für uns? Ich bin skeptisch. And so, you see, Mr. Musa, heavy equipment thingies, they require a lot of gold. And as a conductor, that's a thing, right? Well, in any case, that's why it's so darn expensive. I mean, if I could use less gold, I would, really. But we at the Sandrock Commerce Guild simply refuse to cut corners.
That is, unless you want us to, Mr. Musa, or... Say, Commissioner, I think I left my wallet in the guild. Was it stuffed full of goals or completely empty? I can't seem to recall. Ah, well, that's neither here nor there. Would you mind fetching it for me? But of course! I shall return it to you post-haste. In at least one of the conditions you just described. Cover it for me, newbie! Buy me some time. A moment, please. Natürlich, was kann ich für Sie tun? I want to emphasize that I really need you to handle most of the builder work for this project. Okay. When I want to roll with the best people. Ich hab Bock. Cool. You'll receive the standard rate, plus a bonus on all commissions related to the Road to Porsche project. Okay. Do your best. A lot of people are counting on you. Alles klar. So, und irgendwo da draußen... Ein Forschungszentrum. Okay. Forschungszentrum ist noch... Achso, Chi will bestimmt irgendwie, also... Musa will bestimmt nur mit Chi sprechen, oder? Okay, das läuft tatsächlich noch sehr gut. Unten? Na, ist er jetzt rausgegangen? Nein, er ist einfach hier oben, okay. So, they brought you out here again. Yeah, I guess I'm kind of Moose's guy now, which is good. You know, nice to have a stable gig. Indeed. Stability is an often overlooked aspect in evaluating the... In any case, congratulations. You are aware that Mr. Musa is the wealthiest person in the Free Alliance. That should lead to some solid opportunities for you. Yeah, I've heard that too. Good. So, this tunnel project. Will you be needing any new equipment designed? I've been working on a prototype based on an old world design. Something rather obscure. Something you never would have heard of. A laser-sharpened sword, forged from steel folded 1,000 times. My theory is that it will be able to slice through the rock, facilitating your tunnel building endeavors through the mountains to Porsche. All I need is a bit of funding to get it off the ground and into the forge. What? You mean like that ninja sword you drew on the back of the math homework back in 5th grade? No, completely unrelated to that. That was just some childish fantasy. I'm surprised you still remember that. You really think that as an adult, I would still fancy making that sword? Okay, well, I appreciate the offer, Space Case, but Musa's got this project pretty well lined up already. Pretty sure we'll be using already known construction equipment for this project. Don't think we'll need any research this time. Thanks, though. I see. Inform me if circumstances change. You're going to wish you had my ninja sword. Okay. Gut, dann können wir jetzt aber theoretisch mit Anschur sprechen und sagen, wir würden jetzt doch mal was essen gehen. Kann der Marker da bitte wieder weg, danke. Und dann müssen wir noch ins Museum, okay. Was auch immer da los ist, oh no. Okay. Ist Sandy gerade so gedodged? No, der Scatter. Hier geblieben. Hauptsache hinter dir spawnt so ein Kamelhintern. Hey, Soup, there it is. Am I right? Ja. Great. I'll tell Justice. Just come to my house at 7 p.m. tomorrow. Okay, 7 p.m. morgen ist machbar. So. Stumpfi, bei Fuß. Dann noch einmal Richtung Museum. Okay,
what's going on here? Oh, hi. Got a new artifact to donate or just here for a bit of culture? Ich schau mir nur diesen Film an, danke. Well, there are plenty of seats waiting. I wish more people would come to watch it. Oh, hi. Got a new artifact to donate or just here for a bit of culture? Ich glaube, wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ist alles in Ordnung? Sure. I'll be fine. I'm just having a rough week is all. My son's birthday is coming up soon, and I'm missing him something fierce. It's hard not being there for so many milestones and important dates, you know? Did I ever show you what he looks like? Nope. This is the picture Ma sent me a few weeks ago. Isn't he handsome? Looks a lot like my pa. Ma says he started his own business, selling his classmates snacks he made at home. Sieht sehr aus wie dein Vater. Ich habe eine Frage. Ist dein Vater zufällig auch sein Vater? So, also... Gotta head for business, that one. Just like his ma. Or maybe not just like me. Most days, I know I made the right choice coming here to build us a better life. But it's taken so long. On days like today, I feel like the worst mother ever. Every birthday I miss is a year of my boy's life I'll never get back. And this year, every goal I had went into expanding the business. There's nothing left to buy him a gift. Oh ja, spannend. Du kannst... Ja, du kannst ihm... I'm not much good at that sort of thing. I once tried to make a cuddly toy bear for Aloe when he was a baby. When I turned it right side out to fill it with stuffing, the head was on backwards. Ich bin total gerne bereit, dir zu helfen. Really? Nein. Oh, thank you. You're the best. What would I do without you? Deinen Laden zumachen. I've been thinking about what to give him. Ma said in her last letter that Aloe's become obsessed with trains. I like trains. Last year it was Yakmel ranching. Now he wants to be a conductor. Jensen collects models of trains. Maybe he has some recipes he can share with us. Aloe would love a model train. All right, let's do this. I'll ask Jensen and see if he'll lend me a recipe. I'll let you know as soon as I've got anything. Okay, that's fine. Warum? Ah ja, warte auf das Rezept, okay. Dachte, ich könnte Jensen jetzt einfach direkt fragen. Aber es ist cool. Wenn ich nur was bauen soll, it's fine. Solange ich ihnen nicht schon wieder Geld leihen muss. Bin schließlich keine Bank. You know, many folks can't tell the difference between a TR-43 and a FT-904. Heck, one time I saw someone confuse an FT-904 for a C-3 Delta. C-3 Delta? With those boarding lights? Whew! That was a good one. Haha! Yeah, the Delta. The colors are beautiful, though. Well, I used a muted palette to try and get a realistic finish. The markings on the passenger entry door really distinguish the TR-43. The details make the model. But for a beginner, I'd recommend the RX-428. Huh? Those two aren't any good? Not any good. The TR-43 and the FT-904 are some of the most beautiful trains to hit the tracks. Function, form, perfect union. But it's a complex kit. I'd say it's probably one of the most difficult assemblies. Sounds like a lot of trouble to put on the builder. Well, for anyone with some experience building, it's a pleasure. Ah, here's a doozy. The PE-777. Oh, now there's a machine. 777. Unfortunately, her brakes weren't quite up to the task of reining her in. So, Jensen, this PE-777,
Do you have the recipe for it? You want to go with the 777? You know, the 779. No, it's perfect. Alo's lucky number is 7. He'll just love it. Well, different spokes for different folks, eh? Here, this is one of my favorites. I'm sure your son will be thrilled with it. Warum steht Albert jetzt hier? Und guckt einfach nur creepy? Okay. Aber schön zu wissen, dass Jensen auch absolut abnörden kann. Cool, was machen wir jetzt? Könnten noch mal in die Flüsterebene gucken. How about that? Oh ne, wir gehen auf jeden Fall noch mal zu Eufaula Salvage. Haha. Und dann gucken wir vielleicht noch mal in die Flüsterebene. So, dann nehme ich ganz gern das Gerümpel hier mitnehmen. Und dann vielleicht noch mal recyceln und dann hoffen, dass da diesmal was Sinnvolles bei rauskommt, was wir brauchen. Um einen Recycler aufzuwerten. Das wäre ganz nice. Haustierverwaltungschip, okay. Sure. Okay, das ist der hochwertige mechanische Schrott. Der fortgeschritten, ja. Okay, sehr gut. Alright, und ein Skillpunkt. Zusätzlicher Edelstein. Es ist halt irgendwie alles so unnütz, aber okay. Gib mir die Chance auf einen zusätzlichen Edelstein. It's fine. Hier kommt nichts Sinnvolles bei rum, oder? Das ist alles nur so der Basic-Shit, den wir eh bekommen jeden Tag. Abgesehen von der Datendisk. Ah. Okay. Stumpfi. Stumpfi, hallo. Ah. Dieses Kamel, ne? Wie lange diese Aluminiumschrott zum Durchlaufen braucht, ist auch einfach absurd. Aber ja, macht er gleich noch 10 extra. That's fine. Du kannst mit dem Eisenschrott tatsächlich mal warten und machst dann dafür den fortgeschrittenen mechanischen Schrott. In der Hoffnung, dass da so eine Druckanzeige bei rumkommt. Das wäre ganz neat. Oh, du wärst sogar fertig gewesen. Naja, schade. Dann Plastikschrott und Eisenschrott, maybe. Jetzt Tau mitnehmen? Kriegen wir noch einen zweiten Sandsturm im Monat? Weiß ich nicht. Oder ist jetzt gut? Ich würde gerade nochmal 3 Bronzestäbe herstellen. Einfach weil wir gerade keine haben. Ansonsten haben wir von allem was also mehr Stahlplatten fühle ich ein bisschen, ne? Stahlplatten, vermutlich eine gute Idee. Kupferschrauben sind, glaube ich, zu Low-Level inzwischen. Ich würde aber tatsächlich nochmal mehr Munition machen wollen. Und hier auch nochmal.
Wolltücher fertig. Tja. Noch winddichte Tücher machen. Brauchen wir bestimmt auch nochmal, oder? 4 Stück machen wir auf jeden Fall mal. Leinenteppich brauchen wir sicher auch mal für irgendwas. Machen wir 2 Stück hinterher, dann haben wir welche. Ah, und ich wollte mal gucken, was der... Magisches Abenteueroberteil, was ist das? Ah, winddichte Tücher, 4 Stück. Stufe 35, weiß ich nicht. Gott, das braucht eine Menge winddichte Tücher. Tja. Ja, mal gucken, ob ich die wirklich herstellen will, weiß ich noch nicht. Können wir hier nicht mal Quarz durchjodeln ein bisschen? Das finde ich okay. Jo, dann während das alles durcheiert. Lass mal gerade zur Ziviltruppe gucken. Ja, genau. Kick den Ball nicht weg, sondern lauf da hoch. Mhm. Das ist absolut der Plan gewesen. So, kann ich euch losschicken, Materialien holen? Also kann ich auf jeden Fall, aber auch die Sachen, die ich haben will. Feines Haar, okay. 1000. Ja, komm. Machen wir. Der Rest ist tatsächlich echt nicht so wichtig. Ne, Rest ist fein. Haben wir noch irgendeine Bounty-Quest, wo ich sagen würde, lass mal machen? Ne, das ist alles die Standard-Ruine. Da habe ich jetzt keinen Bock reinzugehen. Ich finde die Kampfruinen irgendwie so questmäßig ganz okay, da irgendwie 1-2 Mal durchzueiern, aber so all in all sind die nicht so spannend, finde ich. Okay. Oh Gott, haben wir schon wieder viel Scheiß dabei. Ich glaube... Ich gehe nochmal ins Finstertal. Nee, wie heißt das? Flüsterebene? Da können wir ja jetzt ohne Schutzanzug hin, denke ich. Dann würde ich da einfach nochmal gucken wollen. Würde irgendwas Sinnvolles finden. Vielleicht können wir ja jetzt endlich mal die eine Kiste mitnehmen. Ja, falsche Richtung. Da geht's hin. So, nicht unnötig die hier hin. Warte, wir reiten gerade zurück nach Sandrock, ne? Warum spawnen wir denn in die Richtung? Oder bin ich umgedreht? Keine Ahnung. Da nehmen wir Schaden und nicht Stumpfi? Okay. Ja, wahrscheinlich kann Stumpfi keinen Schaden nehmen in dem Sinne. So, weg damit. Oh. Wo bist du denn her? Au, mach das mal nicht. Nee, ich würde gerne den Baum hauen, danke. Den Zettel da drin hatten wir längst gelesen, ne? Naja. Was tragen die Viecher denn jetzt mit sich rum? Chitinpanzer, ja, aber das ist doch kein Honig, den die da schleppen, oder? Okay.
sieht's denn hier inzwischen eigentlich mal mit Ressourcen aus? Und die Frage ist, spawnen hier die anderen Ressourcen auch? Oder spawnt hier nach wie vor nur Aluminiumschrott? So, wo war denn die Kiste, die ich die ganze Zeit nicht mitgenommen habe? Die war irgendwo hier an der Seite, ne? Also da vorne, glaube ich. Irgendwo so grob die Ecke. Da so. Okay, warum auch immer Pablo und Rocky bei mir zu Hause sind. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Die ist easy mitzunehmen. Bernsteinanhänger. Okay. Cool. Ich würde mal diese ewig lange Leiter hochkraxeln. Ah, kann ich nicht. Schade eigentlich. Das hätte ich noch ganz cool gefunden, da hochzukommen, aber gut. Dann wohl nicht. Da oben ist nichts mehr, da waren wir dann wohl schon. Stumpfi. Ich muss hier echt noch ein bisschen... Das ist rechts an dem Felsen vorbei, ne? In Wirklichkeit. Oder? Da durch? Nein. Oh Gott, ich bin völlig in der falschen Ecke. Das war hier hinten, ne? Irgendwas greift mich an. Was liegt denn darum? Ach, das ist ein Baum, der einfach im Licht komisch aussah. Okay. Oh, da vorne ist eine Kiste. Wie der Sand drumherum einfach erst später gespawnt ist. Aber wirklich... Weißt du, da will man einmal in der freien Natur seinen Staubwedel auspacken, direkt sind die Leute aggro. Nein, Stumpfi, ich würde gerne die Kiste aufmachen, danke. Meisterwerk rustikale Eule. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe so die Vermutung, wir kommen heute nicht mehr zu der Kiste. Oh, hier ist auch eine unsichtbare Wand. Cool. Ich dachte, ich gucke da einfach nochmal lang. Ob wir da irgendwo hinkommen, aber nein, kommen wir nicht. Easy Cecil mitnehmen. Ist hier schon? War hier schon, oder? There we go. Dann schaffen wir es doch noch. Sehr gut. Das war laut. 2 Schwerkraftmotoren. Okay, neat. So. Hier noch Schrott, den wir mitnehmen können. Vorne leuchtet ein Pilz und irgendwas anderes. Lass mal kurz die Markierung entfernen von der Map. Danke. Eine Menge zum Kämpfen, aber nichts wirklich zum Zerlegen. Ja gut, dann. Was ist eigentlich mit Granit und der Kamera los? Das passiert irgendwie häufiger bei dem Zeug. Kein Schrott, ne? Nein. Ja gut, dann... Hatte auch ein bisschen gehofft, wir treffen hier vielleicht noch auf Red People. Um noch ein paar Krallen zu kriegen, um dann finally mal bessere Waffen craften zu können. Kann ich hier eigentlich Staubsaugen? Wenn ich den Staubsauger finde...
das Gefühl, ich habe schon dreimal dran vorbeigeguckt. Hier. Okay, das macht gar nichts. Ich dachte, weil da noch Stuff ausgelaufen ist, mache ich das vielleicht mal, aber das juckt halt niemanden. Okay, schade eigentlich. Dämliche Mistkröten, ey. Wenigstens lassen die ein bisschen Chromstahl fallen. Zumindest etwas. Sieht es da drüben mit Ressourcen aus? Nee. Tja, Granit oder Sisal? Das ist jetzt die Frage. Und vor allem kurz auf dem... Na, wir müssen eh... Ach komm, wir gehen einfach. Ist hier zwischen noch irgendwas Spannendes? Nee, ne? Sieht nicht danach aus. Und die kaputte Eisenbahnstrecke hier ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen vorher. Interessant. Aber auch hier nichts... Doch, hier ist noch Aluminiumschrott. Sehr gut. Immerhin etwas. Ach, sogar noch ein zweiter. Ist da vorne auch noch was? Oder ist das Deko? Ah, das ist Deko. Schade. Okay. Ich sehe noch eine Kiste auf dem Radar, aber 0:06 ist mir zu risky. Ja, wir sind total richtig. Warte. Howie? Das ist gerade die falsche Richtung, oder? Da ist die richtige Richtung. Okay, das Aluminium kann ich einfach nicht liegen lassen. Alright, und raus hier. Ja gut. Ja, ich würde mich gerne ausruhen, aber ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Nämlich bis zur Haltestelle hier vorne. So, wie lange brauchen wir? 18 Minuten, das geht total. Okay. Na gut. Sogar richtig was fertig. Dann kannst du mal mehr Aluminiumschrott machen. Und im Anschluss mehr Aluminiumschrott, bitte. Yes, Druckanzeige, sehr schön. Ah, Mist, da fehlt noch die Bauanleitung. Aber das Ding müsste bald fertig sein, oder? Vorausgesetzt, das ist das, was wir gerade lernen. Ich bin mir unsicher. Aber okay, jetzt fein. Ich lasse es, glaube ich, auch alles so, wie es ist. Schick nur noch Stumpfi mal weg. Also kurz den Kram ernten. Und das Essen mitnehmen. Den Skillpunkt noch ausgeben und dann gehe ich total pennen. Tja, dann... Ein maximales Stockwerk fürs Haus ist noch nicht so wichtig. Ich packe erstmal hier einen Punkt rein und dann können wir danach hierauf gehen. Wachstum von Feldfrüchten 10% beschleunigt, nochmal um 10% beschleunigt und dann Chance auf zusätzliche Seeds. Nicht, dass ich bei unserem aktuellen Wasserzustand jetzt groß ins Farming einsteigen will, aber es lohnt halt auch noch nicht, das Haus groß anzugehen. Von daher
Noch ein Auftrag? Segeltuch können wir inzwischen ruhig nochmal 6 machen. Wir müssen morgen ohnehin zu Onshore. Ja, und dann ist es dann auch, glaube ich, Kalksteinziegel sind gerade noch zu rare. Glaslinsen können wir machen, aber nee. Wir sollten morgen noch mal in die Gilde gucken, wie unser Ranking aussieht. Nicht, dass wir hinter Jan zurückfallen, aber ansonsten glaube ich, alles gut. Von daher erstmal vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.